Die 10 besten French Avenue Düfte möchte ich euch heute vorstellen. Ja, meine Reihe. Natürlich gibt es so viele noch zu entdecken und so weiter und so fort. Die habe ich natürlich nicht alle. Aber die 10, ich habe noch ein bisschen mehr, aber die 10 finde ich sehr, sehr stark. Und wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance aus Hamburg. Yes, moin. So, wir fangen mal mit den ersten an. Die Reihenfolge ist eigentlich scheißegal. Und wisst ihr auch warum? Weil die einfach zu schwer zu ranken sind. So ist das. Ja. Vulcan for You ist der erste. Was für ein Flakon, was soll ich dazu sagen? Ja, und es ist ein sehr fruchtiger Duft mit Maracuja etc. pp. Und was auch immer bestückt. Auf jeden Fall, übrigens, ich muss immer wieder sagen, French Avenue für den Preis monströs stabil. Flakons, egal was Sache ist, absolut gut. Natürlich nicht alle, weil sie inzwischen auch mehr haben, aber die neuen und die letzten wirklich geil. Und die Qualität muss man wirklich sagen. Also ganz ehrlich, für die Leute, die wirklich nicht so viel Geld haben, die nicht 300 Euro Düfte kaufen können, aber sich, sag ich mal, 30, 40 Euro Düfte leisten können, bekommen eine wahnsinnig stabile Qualität. Ja, der For You ist ein Duft, der sehr fruchtig ist und sein Vorbild, was ich jetzt nicht immer erwähnen werde, das könnt ihr auf Parfum mal anschauen, sein Vorbild sehr nahe kommt, sehr gut nahe kommt. Wenn ihr fruchtige Düfte mögt, ja, wie gesagt, es ist schon süßlich, sehr fruchtig, warm, anschmiegsam. Ihr kennt aber auf jeden Fall sein Vorbild. Dann solltet ihr bei diesem Duft auf jeden Fall zuschlagen. Ihr bekommt einen schönen Flakon, stabil, 100 ml für wenig Geld. Haltbarkeit, CH natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, was soll ich da anderes zusammen? Der nächste kommt auch aus der Reihe. Und das ist der Black Friday. Yes, das ist der Black Friday. Und das haben wir einen richtig maskulinen Duft, Freunde. Dunkel, würzig. Ja, die Schlange passt mit den roten Augen. Dunkel, würzig und Leder, Oud. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ich weiß nicht, ob der Fokus das immer so gut nimmt. Das ist immer blöde. Ja, richtig schönes Teil. Haltbarkeit bombastisch gut. Ja, hat ein teures Vorbild. Von Search-Off kann ich jetzt, sag ich mal, einfach den Namen. Und was soll ich sagen? Das ist auch schon wirklich sehr, sehr nice. Ja, aber es geht auch gar nicht um, ob das jetzt irgendwie, es geht jetzt gar nicht um diese großen Brüder, ihr kennt die doch alle. Mir ist nur wichtig, euch mal die besten 10 zu zeigen. Aktuell finde ich, wahrscheinlich habe ich auch noch einen unterschlagen, aber da gehört der Black Friday auf jeden Fall mit hinzu. Schweres Teil, schönes Teil. So, jetzt kommt der nächste. Liquid Brune. Ich glaube, das ist fast der beliebteste. Ja, süßlich, ja, kommt... ist sehr dicht dran, richtig gutes Teil. Also ganz ehrlich, für 100 ml diese Preiskategorie und ich kann nur sagen, wow. Also überhaupt kommt ja diese Duft-DNA mit, sag ich mal, Vanille, Würzigkeit, Zimt, Karamell so ein bisschen, kommt doch wirklich sehr, sehr gut an. Also egal welcher Ableger, es ist einfach ein Duft, der bei Frauen richtig gut ankommt. Aber diese DNA ist natürlich legendär, würde ich schon fast sagen. Und sein großer Bruder ist nicht weit weg. Das ist schon richtig stark. Liquid Brune. Wow, kann ich nur sagen. Jetzt kommt der nächste, der ist aber auch richtig gut. Und sein großer Bruder kostet richtig Money. Ja, French Avenue mit Amber Empire. Ja, wow. Also diese Würzigkeit, die DNA bombastisch gut, sag ich mal, hinbekommen. Richtig schönes Teil. Minimal vielleicht hintenrum ein bisschen anders, was ich aber auch positiv finde. Es soll auch nicht so 100% identisch sein. In der Luft riecht man so und so das, was man riechen will, möchte und was man, ja, riecht, ne? Aber der Empire, sehr nice. Wenn man sich überlegt, dass ein großer Bruder, den ich auch habe, 550 Euro kostet in 50 ml. Ja, hier haben wir 100 ml. Flakon ist hier, ja, ist schon sehr protzig, aber schönes Teil und die Würzigkeit, es ist genial. Vielleicht ist die Haltbarkeit beim großen Bruder ein Tick besser, aber das ist auch für den Preis, ja, sollte man eigentlich annehmen. Und
der ist schon lecker. Ich trage die auch, ne? Es ist nicht so, dass ich immer nur die anderen trage. Wie gesagt, sie haben hintenrum ein bisschen andere DNA, manchmal, minimal für mich. Ich riech das raus. Und ganz ehrlich, mir ist das eigentlich egal, aber trotzdem, manchmal finde ich die Tiefe fehlt zum Beispiel ein bisschen. Minimal fehlt die Tiefe. Das Original ist da tiefer. Aber ich trage die auch gerne. Ist nicht so einer, dass ich die French Avenue jetzt nicht trage. Also wenn ich einfach zu Hause oder hier oder einfach nicht den teuren wegballern möchte. Ja, weil der ist nämlich schon zur Hälfte leer, weil es ist einfach geil. Ja, also Blonde Amber. So, ich sage jetzt mal, ihr wisst ja, Blonde Amber ist schon ein Meisterwerk. Aber das macht French Avenue sehr nice. So, der nächste. Cuca Morado. Ja. Und das geht wieder, wie der nächste übrigens auch danach, in eine sehr fruchtige Oud-Mischung, Maracuja, ne, Maracuja, dann süßlich, udig, bisschen so feucht, finde ich, nehme das immer so wahr, muss man mögen. Ich bin jetzt auch nicht so ein großer Maracuja-Fan, sag ich mal so. Ich muss da wirklich Lust zu haben, aber auch hier, der gehört dazu, ist einfach bombastisch gut. Hey, gut, die DNA ist richtig gut erfasst. Und ja, was soll ich anderes sagen? Wir nehmen gleich mal den Azur Oud auch rein, weil das auch irgendwie in die Kerbe so ein bisschen schwingt. Hier ist die Rauchigkeit, das Pfeffrige noch ein bisschen hinzu, aber man hat das ähnlich gehalten, finde ich. Das ist immer so ein bisschen meine Meinung. Aber auch hier der Azur Oud, der mir allerdings persönlich ein bisschen besser gefällt als der wie heißt er eigentlich? Cuca Morado, weil der ist so ein bisschen fruchtiger, süßlicher und ich finde, der ist noch ein bisschen anders, aber auch das ist so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen schade, es werden irgendwann too much, Maracuja etc. pp. Und in anderen ist jetzt nicht so unbedingt Oud drin, aber trotzdem stark und Haltbarkeit auch richtig gut. So, der nächste, den finde ich richtig gut gelungen. Royal Blend Sequoia. Ich kann das gar nicht lesen. Sequoia, glaube ich. Das ist ein Teil Zimt, Himbeere, weihnachtlich. Obwohl weihnachtlich ist ja der nicht unbedingt, das ist ja eher der andere. Aber richtig krank, geisteskrank, muss ich schon sagen. Der Nachbau, muss ich wirklich sagen. Und ja, wenn euch der große Bruder zu teuer ist mit Zimt, Himbeere und so weiter, ja, dann kann ich euch nur diesen Duft wirklich herzens und wärmstens ans Herz legen. Schönes Teil, auch gute Haltbarkeit. Da ist eigentlich alles stimmig. Das passt eigentlich perfekt. Richtig nice. Der Flakon, ja, kann man so stehen lassen. Hier bleibt das immer ein bisschen drin, seht ihr? Nach längerem, das ist mir schon öfters, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr das auch? Gut, kann man rausholen. Und dann müsste man gut, irgendwo muss ja auch mal die Sprühe und so, das müssen sie ein bisschen verfeinern. Stört mich jetzt nicht, aber ja, kann man so stehen lassen. So, der nächste ist ein, ja, Obsidian. Der Dolch hier, was für ein Flakon. Ja, auch hier im Endeffekt, wie hier, kennt ihr ja, nur in frisch gehalten für den Sommer. Sehr, sehr nice, sehr, sehr gut. Gut, der Sprüh hier ist ja wieder besser. Ja, orangig, zimtlich, nur frisch gehalten. Auch da wisst ihr von welchen größeren Bruder, welcher daran hängt. Sehr, sehr nice. Ich glaube, die Leute, die das hier gucken, sind so eingefleischt. Es ist auch immer so, dass dass heutzutage sich ja sehr viele anpissen, muss ich wirklich so sagen, weil man mit Vergleichen so, das ist immer so, weil die eben hier so den Rang ablaufen. Deswegen erwähne ich jetzt, habe ich auch keinen Bock mehr immer groß die anderen zu erwähnen, obwohl es eigentlich mein Job wäre und so weiter oder ist. Aber es gibt eben Firmen, die ein Problem da manchmal mit haben. Ja, obwohl man überhaupt, wie gesagt, nicht identisch ist, nicht 100% ist, aber ja, was soll's. Manchmal sage ich's, manchmal sage ich's nicht. Ihr wisst ganz genau, zur Not bei Parfumo raussuchen, dann wisst ihr, in welche Richtung geht ihr. Dann habt ihr auch ein bisschen Arbeit. So schwer ist das ja nicht. Schöner, orangiger, warmer, frischer Duft. So, der nächste, Nomad. Sehr nice. So, da werde ich das aber erzählen. Und dann muss ich auch, weil sonst versteht ihr das nicht, das ist sehr schöne Vanille, aber ein bisschen salzig. Das ist ein geiler Duft. Ich liebe zum Beispiel Megamare. Ich liebe auch
wie heißt der? Warte mal, den habe ich hier irgendwo stehen. Vanilla Powder, genau. Vanilla Powder von Matière Premier. So, das kann ich übrigens auch so zeigen und Megamare, weil das ist jetzt nicht identisch. Nein, es geht nur darum, dass dieser Duft hier, der Nomad, beide Megamare und Vanilla Powder in einen Duft vereint. Richtig gut gemacht. Wenn man da drauf steht, dann hat man einen geilen Duft, finde ich. Salzig und Vanilla Powder so ein bisschen rein. Vanilla Powder, da kommt fast keiner ran. Das ist eine so geile Vanille, finde ich. Also wer Vanilla Powder noch nicht kennt, holen. Das ist einmalig geil. So, aber hier Nomad, richtig top. Mit der Salzigkeit, von Megamare, top. Richtig gut. So, zum guten Schluss habe ich nochmal einen Liquid Boon, aber in der Limited Edition. Der burnt natürlich nochmal einiges weg. Richtig geil. Ich finde ihn eigentlich fast geiler als das Original. Hat noch eine schöne Safrannote oder dieses, irgendwie ist schwer zu erklären, in welche Richtung. Der riecht so ein bisschen für mich wie früher, wo ich noch jung war. An irgendwas erinnert er mich und das ist sehr, sehr nice. Ja, sieht auch ein bisschen anders aus. Ist auch 150 ml. Das sind 100, das sind 150. Geil. Ja, das ist auf jeden Fall, oder das sind meine Top 10 von French Avenue. Jetzt könnt ihr natürlich unterschreiben, noch andere, aber ich werde bestimmt auch noch andere testen, bekommen. Ich habe noch andere, aber ich bin der Meinung, die wollte ich nicht mit reinnehmen, weil sie nicht besser sind. Ne? Ich habe zum Beispiel noch das Bügeleisen und so weiter und so fort, den Flakon. Interessiert aber nicht, weil diese Dinger einfach Brecher sind, die ich euch gezeigt habe. Das sind wirklich 10 Dinger, die könnt ihr euch holen. Da ihr holt euch alle, ihr müsst euch mal vorstellen, holt euch alle. Außer der ist, glaube ich, ein bisschen teurer, wenn es ihn überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber holt euch mal alle und dann überlegt mal, was ihr ausgegeben habt. Ne, was ihr ausgegeben habt und was ihr ausgeben würdet ihr die anderen holen. Ja, natürlich immer mit Abstrich ein bisschen in manchen Sachen, in der Kopfnote oder in der Basisnote, whatever jetzt, ne? Oder eben, wenn ihr so ein Zwischending haben wollt, aber plus noch eigener DNA, der Flakon ist auch strange, dann habt ihr trotzdem geile Teile. Ja, ich glaube, der dichteste, um zu sagen, ist wirklich der Liquid Boon zum Bruder und er hier, ne? Also es ist schon wirklich stabil. Und sind alle sehr, sehr gut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann werde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an euch und an meine Mitglieder. Wenn ihr auch Mitglied werden wollt, macht es, würde mich freuen. Auch für die Neuen. Danke dass ihr Mitglied seid jetzt und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.